Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Wer kennt sie nicht? Pancakes. Diese lockeren, fluffig gebackenen amerikanischen Pfannkuchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Historie des Pancakes ist und wie ein wunderbares amerikanisches Rezept aussieht, gekocht und verkostet wird, dann bleibt dran. Schon vor 2500 Jahren gab es den ersten Vorläufer eines Pancakes, und zwar bei den Griechen. Er trug den Namen Teganon und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, was für Pfanne stand. Und er bestand aus Weizenmehl, aus Honig und manchmal auch aus Joghurt und Milch, wenn verfügbar war. Auch die guten alten Römer hatten eine Art Pfannkuchen, Alitia Dolcia oder so ähnlich. Das war auch eine Mischung aus Weizenmehl, Gewürzen, Eiern und Milch und wurde in der Pfanne gebraten, wie ein Pfannkuchen halt. Also gebraten ist vielleicht der falsche Ausdruck. Er wurde ausgebacken in der Pfanne, was schon sehr ähnlich unserem deutschen Pfannkuchen entspricht. In Frankreich, wer kennt sie nicht? Dort wurden Crêpes gemacht, diese ganz dünnen, mit Nutella zum Beispiel zu verspeisenden kleinen Pfannenküchleins. Und die sind natürlich richtig lecker und die kennt auch jeder. Sicherlich seht ihr gleich noch ein Bildchen davon. Das war so die französische Variante. Weltweit ist eine Art Pancake-Pfannkuchen bekannt. Egal, ob es in Russland, in Japan oder Äthiopien oder halt in Deutschland ist, jeder hat irgendwo seine eigene Variante, die dem deutschen Pfannkuchen oder einem amerikanischen Pancake ähnlich kommt. In den USA ist der Pancake ein klassisches Frühstück. Er wird häufig serviert mit Ahornsirup und Butter. Die in Großbritannien, unsere Freunde, die sind natürlich total verrückt. Bei denen gibt es ein Pancake Tuesday, meine ich das. Und da laufen sie mit einer Pfanne durch die Gegend und machen da ein Wettrennen mit. Grundsätzlich sind Pancakes weltweit beliebt. Wenn ihr auf Google sucht oder auf YouTube mal schaut, findet ihr auch hundertprozentig irgendwelche tollen Rezepte mit Eiweißpulvern und sonst was, was so den modernen Gesundheitshype widerspiegeln soll. Wir gucken uns heute aber wirklich ein originales amerikanisches Rezept an. Da hat Eiweißpulver nichts verloren. Vielleicht mache ich irgendwann mal eins auch für die Sportler unter euch. Aber ich finde, am Wochenende kann man auch mal ein Couch Potato sein. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Küche und schauen uns die Zutaten des Pancakes an und werden ihn dann backen, kochen, wie man es auch nimmt, und verkosten. Kommt mit! Dann machen wir jetzt mal den Teig für die Pancakes. Und wir beginnen damit, dass wir die Eier trennen müssen. Hat er wieder super gekriegt, der Daniel. So, wir trennen jetzt erstmal die Eier und das Eigelb verwahren wir. Und das Eiweiß, das hat schon wieder super geklappt, muss hier in die Schüssel, weil das müssen wir aufschlagen. So, einmal ist die Hälfte daneben gegangen. Ich würde sagen, wir holen uns noch ein drittes Ei, weil sonst haben wir nachher definitiv zu wenig. So. Mal zweimal. Das kommt weg. Aber so ist das, Leute. Ihr seid live dabei. Kein 1000-mal vorgekocht und dann ins Fernsehen bringen, sondern das ist die Realität. Jetzt geht alles schief. Jetzt ist nämlich auch das Eigelb mit da drin und das ist ganz schlecht, weil dann kann ich es nicht mehr aufschlagen. Das muss ich jetzt hier rausholen. Ah, super professionell heute, Leute. Wenn es schief geht, dann geht es richtig schief. So. Also, die Eier sind jetzt getrennt und ich schlage jetzt das Eiweiß auf. Wichtig ist, dass kein Eigelb mit ins Eiweiß kommt, weil sonst kann man das nicht steif schlagen. Gut, es wird ein bisschen laut, ich blende es gleich aus. So, falls ihr wissen wollt, warum das jetzt so lange gedauert hat, da ist der falsche Quirl dran und das liegt daran, dass mir tatsächlich der zweite auseinandergeflogen ist. Ihr glaubt es mir nicht. Ich habe in einer Schüssel gerührt und hier sind ja keine Kanten, wo das sich irgendwie verklemmen kann. Und plötzlich hat es Bing gemacht und dann ist irgendeine Schweißnaht aufgegangen und hat sich hier drum gewickelt. Da habe ich echt Glück gehabt. Aber gut, er funktioniert noch, wird bald weggeschmissen dann oder muss man ja leider entsorgen, kriegst ja keine Ersatzteile für sowas. Und da werden wir irgendwann mal neu machen müssen. Gut, wir haben den jetzt steif geschlagen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Also,
Dann mischen wir jetzt die Milch unter. Und das Eigelb. Und vielleicht als Tipp, das war eigentlich die falsche Reihenfolge, Leute. Macht das anders. Da war ich jetzt so schnell. Macht erst das Eigelb mit den ganzen Zutaten und mischt dann den Eischaum, den Eiweiß, das Eiweiß drunter zum Schluss. Dann wird der noch fluffiger. Da habe ich jetzt tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht. Macht das nicht so, macht das anders bitte. Aber ihr kriegt den ehrlichen Content. Ich könnte es jetzt neu machen und rausschneiden und einfach nochmal machen. Aber das machen wir nicht, weil genau das sind die Fehler, aus denen wir ja lernen wollen. Ne? Also, Eigelb rein. Jetzt kommt der Zucker und noch eine Prise Salz. Die habe ich eben, glaube ich, vergessen. Machen wir noch eine Prise Salz rein. Und in der Zwischenzeit, wo wir es weiter zusammenrühren, kommt die Butter mal kurz in die Mikrowelle, denn die muss flüssig sein, sonst kriegt ihr die nicht eingerührt. So, in der Zeit mischen wir das Backpulver mit dem Mehl. Verteilen das schon mal da drin. Einfach die Handarbeit hier nehmen, das geht schon. So. Das muss ja nicht alles perfekt sein, ne? Und dann machen wir kurz klar Schiff und dann geht's weiter. Die Butter ist jetzt geschmolzen und die rühren wir jetzt auch hier unter. Und jetzt kommt noch das Mehl. Das müssen wir vorsichtig hier einarbeiten. Und das sollte ein zähflüssiger Teig werden. Ich bin mal gespannt. Dafür nehmen wir so einen Löffel. Gibt es noch so einen schönen Kinderlöffel, Leute. Aber dafür ist der gut genug. Und dann machen wir das jetzt irgendwie parallel. Mal gucken. Oder wir kippen es einfach. Mal schauen, was schneller geht. Und jetzt wird es spannend. Ich habe jetzt Heidelbeeren, aber diesmal keine aus der Schale, sondern Tiefkühl-Heidelbeeren. Und ich werde mal ausprobieren, ob das damit auch funktioniert. Ich denke schon und wir werden es gleich sehen. Also die Idee ist, dass wir jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne packen, also ein bisschen Sonnenblumenöl, 2-3 Löffel von dem zähflüssigen Teig und ihr seht es, das würde ich mal als zähflüssig bezeichnen. Und dann streuen wir da ein paar Heidelbeeren rein und werden den von beiden Seiten Pi mal Auge 2 Minuten auspacken. Und dann bin ich mal gespannt, wie es wird. Also ein bisschen Öl rein, nicht zu viel. Das müsste schon reichen. Das kann man dann ein bisschen verteilen. Solange es nicht heiß ist, geht das auch mal schnell mit den Fingern. So. Sind ja nicht so empfindlich. Mal gucken, dass das Öl nicht zu heiß wird. Ein bisschen aufpassen. Gerade bei den Induktionsfeldern geht das extrem schnell. 1, 2, 3. Wir fangen mal klein an. Also 3 Löffelchen. Und jetzt machen wir mal die Heidelbeeren auf. Ich glaube, ich fülle mir da mal ein paar in die Schale rein, weil sonst bin ich ja jetzt hier permanent die Heidelbeeren auf der Packung am Pummeln. Oh, die riechen lecker. Streuen wir hier so ein paar frische Heidelbeeren rein. Ich finde, etwas Gesundes muss schon in so einen Pancake rein. Ne? Also wenn es schon nichts... Wenn es schon kein Ahornsirup wird, was wir hier nutzen, dann muss wenigstens was Gesundes rein. Also Heidelbeeren zum Beispiel. Ja, und die müssen jetzt Pi mal Auge 2 Minuten pro Seite schön braun werden. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie heiß ich es mache. Ich mache es, glaube ich, ein kleines Stückchen kleiner. Weil ich nicht genau weiß, es muss ja so durchgezogen sein, dass ich es wenden kann. Das kann ich jetzt noch nicht und ich will ja nicht, dass es unten verbrennt. Aha, das hat schon mal gut funktioniert. Dann gucken wir mal, wir drehen ihn jetzt einfach mal um und schauen mal, wie es aussieht. Oh, super, Leute, guckt mal. Da kannst du schon fast sagen, ist fast perfekt geworden. Mega. Dann machen wir jetzt die zweite Seite und braten den auch noch mal ganz kurz durch. Ungefähr 2 Minuten. Dann hole ich mal einen schönen Teller raus. Da werden wir die gleich sammeln. Und schauen wir mal, wie der jetzt aussieht hier.
Ja, der kann noch ein bisschen. Ja, die Heidelbeeren waren nicht eingesunken. Bei dem nächsten werde ich die, glaube ich, mal ein kleines bisschen reindippen, dass die etwas tiefer in dem Pancake verschwinden, damit der Teig hier auch wunderschön ausbacken kann. Und dann sollte das eigentlich was werden. Ihr seht schon, hier oben kommt schon ein bisschen Heidelbeer durch. Ein gutes Zeichen. Dann gucken wir mal. Ja, ein bisschen geben wir hier noch. Es qualmt ein bisschen, deshalb werde ich die Hitze was reduzieren. Nicht, dass es ein bisschen zu heiß ist jetzt für den Pancake. Ich habe mich tatsächlich heute mal für die Teflonpfanne entschieden. Ja. Normalerweise halte ich von Teflon gar nichts, bin ich ehrlich. Das wisst ihr, wenn ihr die Videos gesehen habt von mir, dass Teflon ja tatsächlich ein Stoff ist, den ich eigentlich überhaupt nicht unterstütze. Aber wenn ich jetzt euch hier den Pancake zeige und beim Wenden und alles bleibt der kleben und fällt auseinander, was nicht garantiert ist, wäre das natürlich total schade. Ne? Deshalb ausnahmsweise heute kommt mal die Teflonpfanne ran. Ich werde vielleicht das Rezept die Tage auch nochmal probieren mit der Edelstahlpfanne und gucken, ob das auch gut funktioniert, wenn der braun ist und sich dann lösen lässt. Das schauen wir dann einfach mal, ne? Wenn es soweit ist. So, ich würde sagen, das reicht. Der erste Pancake ist fertig. Und jetzt machen wir weiter und werden ein Pancake nach dem nächsten wegbraten. Und dann sehen wir uns wieder. Also das ist das Resultat geworden. Sieht das nicht lecker aus? Schaut mal, Leute. Ja, okay, ein paar Blaubeeren haben ein bisschen den Teller vermatschelt, aber ja, einfach nur toll. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Wir werden ihn verkosten. Los geht's. So, da ist das gute Stück. Ich habe den hier schon meiner Frau versprochen. Deshalb muss ich mich jetzt ranhalten, darf nicht zu viel essen, bevor ihr es mitkriegt. In der Pfanne, den ihr hier seht, das wären 2 Stück. Mein Sohnemann, der Kleine, der möchte den gerne mit Nutella haben. Können wir natürlich machen, aber ich würde den gerne mit Blaubeeren probieren. Und jetzt gucken wir mal. Oh, geil. Wirklich super geworden. Total fluffig und weich. Schaut mal. Obwohl mir das Missgeschick mit dem Ei passiert ist. Trotzdem total super geworden. Auch mit dem bisschen Puderzucker drüber. Sehr, sehr lecker. Kann ich empfehlen. Wirklich. Was mir gerade voll spontan einfällt. Ich habe eine Vanillesoße gemacht. Das Video müsste schon online sein. Guckt da mal rein. Also diesen Pancake mit der echten Vanillesoße von 1786. Das wird der Burner. Leute, das sprengt jede Party. Das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich werde das auch tun. Da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht, die noch parallel schnell zu machen. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.